Weißt du, was mich wütend macht? Die berechnet ihre Ernährungsempfehlungen mit einem mathematischen Modell, bei dem deine Gesundheit nur 30% Gewichtung bekommt. Klimaschutz und Umwelt bekommen ebenfalls 30% und die Nähe zu bisherigen Essgewohnheiten der Deutschen sogar 40%. Tut mir leid, das soll jetzt nicht asozial klingen, aber was interessieren mich Klimaschutz, Umwelt und die Essgewohnheiten der Deutschen, wenn es um meine Gesundheit geht? Deutschland verursacht rund 1,5% der weltweiten CO2-Emissionen. Der Großteil der Welt müllt munter weiter zu und die versucht mit fragwürdigen Empfehlungen die Welt zu retten. Basierend auf den Erkenntnissen von Dr. Eric Berg, Professor Michalsen, Dr. Stephen Gundry, Nico Rittenau und anderer Fachleute bewerte ich jetzt 20 Lebensmittel nach 12 harten Kriterien, von Nährstoffdichte über die Sättigung bis hin zu Antinährstoffen, und zeige dir, welche den Check wirklich bestehen. Dabei wird dich eine Sache sogar bei deinem Kaffee überraschen. Hi, ich bin Arthur von Life Algorithm. Ich bin 46 Jahre alt, trainiere nur 3 Stunden pro Woche und bin in besserer Form als in meinen 30ern. Ich komme nicht aus der Medizin, sondern bin Diplom-Informatiker. Und das ist kein Nachteil, denn Informatiker denken in Ursache und Wirkung. Was ich meinem Körper zuführe, bestimmt, was er mir zurückgibt. Jahrelang hatte ich Verdauungsprobleme, Durchfälle, häufiger Stuhlgang, sogar eine Darmspiegelung ohne Befund in 2019. Dazu jedes Frühjahr Heuschnupfen, der mich komplett lahmgelegt hat. Heute ist beides verschwunden, nicht durch ein Medikament, sondern durch das, was ich in diesem Video mit dir teile. Mein Leitspruch auf diesem Kanal ist: Gesundheit ist eine bewusste Entscheidung. Wenn ich bei einem Lebensmittel unsicher bin, stelle ich mir eine einzige Frage: Hat die Natur das für uns so vorgesehen? Diese Frage ist mein Kompass für die nächsten 20 Lebensmittel, denn die meisten Ernährungsstudien liefern ohnehin nur Korrelationen. Man kann Menschen eben nicht jahrelang kontrolliert ernähren. Mit Gesundheitssiegeln wie dem werden wir Verbraucher bewusst in die Irre geführt. Hochverarbeitete Reiswaffeln mit während unverarbeitete Lebensmittel wie Eier, Rindfleisch und Butter verteufelt werden. Und nein, Reiswaffeln sind nicht gut zum Abnehmen, ganz im Gegenteil. Das zeigt dir, wie verdreht unsere Bewertungssysteme mittlerweile sind. Noch krasser, laut DGE sollten mindestens 75% deiner Ernährung pflanzlich und höchstens 25% tierisch sein. Das bedeutet praktisch nur noch 300 Gramm Fleisch sowie ein einziges Ei pro Woche. Eine große Studie zur globalen Krankheitslast zeigt, auch für Deutschland eindeutig, dass Fehlernährung der größte Risikofaktor für frühzeitigen Tod und Invalidität ist. Trotzdem ändert sich an den offiziellen Empfehlungen kaum etwas in die Richtung, die deiner Gesundheit wirklich hilft. Alle Studien, die ich in diesem Video nenne, findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich zeige dir heute die meiner Meinung nach besten 20 Lebensmittel anhand von 12 Kriterien, die ich dir jetzt erkläre. Damit du jedes Lebensmittel wirklich vergleichen kannst, bewerte ich jetzt alle 20 nach denselben 12 Kriterien. Hier zeige ich dir beispielhaft die Vergleichsmatrix für Reiswaffeln. Es geht in dem Video zwar nur um 20 Lebensmittel, aber auch wenn es um 2000 gehen würde, wären Reiswaffeln nicht dabei. Jetzt erkläre ich dir kurz alle Begriffe aus der Matrix. Kriterium 1 und 2, glykämische Last und Insulinindex. Die Last zeigt dir, wie stark ein Lebensmittel deinen Blutzucker hochtreibt, und zwar bei einer realistischen Portion, nicht nur in der Theorie. Der Insulinindex deckt etwas anderes auf. Manche Lebensmittel treiben deinen Insulinspiegel hoch, obwohl der Blutzucker kaum steigt. Whey-Proteinpulver ist dafür das beste Beispiel. Die Grundlagen zu Blutzucker und Insulin, die in der Bewertungsmatrix eine große Rolle spielen, erkläre ich ausführlich in meinem Video zum Thema Blutzucker, das ich dir hier verlinke. Kriterium 3 und 4 sind die Proteinqualität und die Bioverfügbarkeit. Die Proteinqualität gibt an, ob ein Lebensmittel alle essentiellen Aminosäuren im richtigen Verhältnis liefert. Die Bioverfügbarkeit geht noch weiter. Nur weil etwas auf der Verpackung steht, heißt das nicht, dass es automatisch in deinen Zellen ankommt. Dein Körper nimmt zum Beispiel Eisen aus Fleisch deutlich besser auf als Eisen aus Gemüse. Kriterien 5 bis 8: Verarbeitungsgrad, Toxine, Pestizide und Schwermetalle. Hier geht es darum, wie weit ein Lebensmittel von seinem natürlichen Ursprung entfernt ist und mit welchen Fremdstoffen es zusätzlich belastet sein kann. Kriterium 9, das Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis. Das eine befeuert Entzündungen in deinem Körper, das andere bremst sie. Bei den meisten von uns ist dieses Verhältnis heute komplett aus der Balance. Es sollte bei 3:1 oder besser liegen. Meines lag trotz guter Ernährung bei der letzten Messung bei 12:1. Ich arbeite dran. Kriterium 10, Antinährstoffe, also Lektine, Phytinsäure, Oxalsäure, Tannine etc. Das sind Abwehrstoffe von Pflanzen, die deine Mineralstoffaufnahme blockieren oder deinen Darm reizen können.
je nach Zubereitung aber auch stark reduzierbar sind. Kriterien 11 und 12 sind die Nährstoffdichte und die Sättigung, jeweils pro Kalorie berechnet. Die Nährstoffdichte zeigt dir, wie viele Mikronährstoffe du pro Kalorie zu dir nimmst. Die Sättigung zeigt dir, wie gut dich ein Lebensmittel satt macht, ohne dass du am Ende mehr Kalorien zu dir nimmst als nötig. Mit diesen 12 Kriterien im Hinterkopf starten wir jetzt mit den 20 gesündesten Lebensmitteln. Nummer 1 auf unserer Liste: Rindfleisch von Tieren, die auf der Weide leben und Gras fressen. Dr. Erik Berg und Nico Rittenau sehen grasgefüttertes Rindfleisch als eines der wertvollsten Lebensmittel überhaupt. Es liefert Glutamin, das deinen Darm hilft, dazu Zink und Carnosin in hochkonzentrierter Form. Nico Rittenau rechnet vor, 300 bis 600 Gramm pro Woche decken viele Nährstoffe ab, die unsere Vorfahren über Jahrtausende aus genau dieser Quelle bekommen haben. Professor Michalsen sieht das aber anders. Er beruft sich auf den Altersforscher Walter Longo und warnt, dass tierisches Protein die Zellalterung beschleunigen kann. Sein Hauptkritikpunkt: Fleisch liefert null Ballaststoffe. Wenn ich bei so einem Widerspruch keinen klaren Konsens finde, greife ich auf meinen Naturfilter zurück. In nördlichen Regionen gab es im Winter schlicht kaum etwas anderes als tierische Lebensmittel. Die Evolution hat uns tausende Jahre darauf angepasst. Wie du in der Bewertungsmatrix siehst, gibt Fleisch ein sehr rundes Bild ab. Lasse die Matrix jeweils kurz eingeblendet, damit du die Daten kurz wirken lassen kannst. Lebensmittel Nummer 2: Leber vom Rind. Leber ist laut vieler Fachleute eines der nährstoffdichtesten Lebensmittel der Welt. Liefert reichlich Vitamin A, B2, B9, B12, Kupfer und Eisen in bioverfügbarer Form. Wichtig ist sie nicht jeden Tag, denn der hohe Vitamin-A-Gehalt kann sich sonst anreichern. Die Matrix zeigt auch hier ein klares Bild für die Rinderleber als sehr gesundes Lebensmittel. Nummer 3: Eier. Bei Eiern ist sich die Forschung deutlich einiger. Der Cholesterinmythos ist unter Fachleuten mittlerweile überholt, hält sich im Volksmund aber weiterhin. Eier liefern Cholin fürs Gehirn und ein komplettes Aminosäureprofil. Wichtig dabei ist immer das ganze Ei, nicht nur das Eiweiß, denn genau das Eigelb schützt dich vor einem Effekt, den die meisten nicht kennen. Mageres Protein ohne Fett treibt deinen Insulinspiegel nämlich weitaus stärker nach oben als fettreiches Protein. Dr. Berg macht das am Beispiel von Whey-Proteinpulver besonders deutlich. Das Protein, das auf der Insulinskala am höchsten steht, ist Molkenproteinpulver, weil es extrem fettarm ist. In Molkenprotein ist kein Fett enthalten. Es ist reines Protein. Ich empfehle daher, Protein zusammen mit dem Fett zu konsumieren, das normalerweise mit diesem Protein einhergeht, damit man sich nicht zu mager oder fettarm ernährt. Whey-Proteinpulver steht laut Dr. Berg sogar ganz oben auf der Insulinskala, weil es fast komplett fettfrei ist. Das Eigelb ist also kein Risiko, sondern ein natürlicher Insulinpuffer. Wie das Ei in allen 12 Kriterien abschneidet, zeigt dir die Einblendung und du siehst, dass das Ei auch ein sehr rundes Bild abgibt. Nummer 4: Wildlachs. Bei Fisch zählt nur eine Regel: Wildfang statt Zuchtlachs. Zuchtlachs wird oft mit Antibiotika behandelt und künstlich eingefärbt, damit er überhaupt die rosa Farbe bekommt, die wir mit diesem gesunden Fisch verbinden. Das ist Profit vor Gesundheit in Reinform. Wildlachs dagegen liefert massig Omega-3-Fette in EPA- und DHA-Form, nicht nur ALA, so wie zum Beispiel Leinöl. Und selbst die Angst vor Quecksilber ist laut Dr. Berg übertrieben. Der hohe Selengehalt im Lachs bindet das Schwermetall und leitet es sicher aus deinem Körper. Die volle Matrix-Bewertung zu Wildlachs siehst du jetzt in der Einblendung und auch Wildlachs gibt ein sehr rundes Bild ab und ist eine solide Wahl für deine Gesundheit. Falls du in diesem Video bereits etwas gelernt hast, lass jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Nummer 5: Dorschleber. Noch konzentrierter findest du Omega-3 in Dorschleber. Sie liefert zusätzlich Vitamin D und Vitamin A in einer Form, die dein Körper sofort nutzen kann. Auch hier zeigt dir die Einblendung die Bewertung nach allen 12 Kriterien und du siehst, dass die Dorschleber eine solide Wahl ist. Da ich es nicht schaffe, jede Woche zuverlässig Wildlachs oder Dorschleber zu essen, ist ein hochwertiges Omega-3-Öl eines der wenigen Supplemente, das ich mittlerweile nehme. Meine Top 3 Empfehlungen findest du auf lifehackrism.de unter Top 3 Produkte, Basissupplemente Omega-3. Damit haben wir die tierische Basis abgedeckt. 5 von 20 Lebensmitteln. Jetzt geht es um die stillen Helfer für deinen Darm. Dein Mikrobiom ist wie ein Regenwald. Je mehr unterschiedliche Bakterienarten darin leben, desto stabiler und widerstandsfähiger ist das ganze System. Eine Stanford-Studie zeigte, wer mehr fermentierte Lebensmittel isst, senkt messbar seine Entzündungswerte und erhöht zeitgleich die Vielfalt seines Mikrobioms. Nummer 6: Sauerkraut und Kimchi. Bei Sauerkraut und Kimchi sind sich die Fachleute einig. Sie liefern Probiotika und sogenannte Postbiotika wie Butyrat, das deine Darmschleimhaut direkt ernährt. Dr. Berg ergänzt: Sauerkraut liefert zusätzlich Vitamin K2,
das Calcium aus deinen Arterien heraus und in die Knochen leitet. Die Bewertung nach allen 12 Kriterien zeigt dir die Einblendung und du siehst, dass es auch hier sehr solide ist. Nummer 7, Joghurt und Kefir. Joghurt und Kefir liefern dir lebendige Lactobacillen, die sich direkt in deinem Darm ansiedeln können. Dr. Rhonda Patrick ergänzt, die enthaltene Milchsäure verändert sogar gezielt den pH-Wert in deinem Darm und macht ihn ungemütlicher für schädliche Bakterien. Wichtig dabei, ich rede nicht von Fruchtjoghurt, sondern die Vollfettvariante, wie zum Beispiel griechischer Joghurt mit 10% Fett. Low-Fat-Produkte sind meistens mit Zucker oder künstlichen Verdickungsmitteln aufgefüllt, um den fehlenden Geschmack zu kompensieren. Die volle Matrix dazu siehst du in der Einblendung, ebenfalls mit sehr soliden Werten für Joghurt. Nummer 8, Hüttenkäse. Hüttenkäse ist ein echter Geheimtipp. Er liefert bis zu 70% seiner Kalorien als Protein und ist fermentiert. Isst du ihn zusammen mit Kohlenhydraten wie Brot, senkt er sogar nachweislich die Blutzuckerreaktion der ganzen Mahlzeit. Die Einblendung zeigt dir die Bewertung von Hüttenkäse auf Basis der 12 Kriterien. Nebenbei liefert die Fermentation noch einen zweiten Vorteil. Dr. Stan Ekberg erklärt, dass der Fermentationsprozess Antinährstoffe wie Phytate und Lektine quasi vorverdaut und dadurch unschädlich macht. Genau deshalb vertragen viele Menschen fermentierte Lebensmittel besser als die rohe Variante. Falls du selbst das Gefühl hast, plötzlich Lebensmittel nicht mehr zu vertragen, die früher kein Problem waren, schau gerne in mein Video zum Thema Darm rein, das ich dir hier verlinke. Damit sind die ersten 8 Lebensmittel durch. Aber nicht alles, was pflanzlich ist, meint es automatisch gut mit dir. Dazu jetzt mehr. Pflanzen schützen sich mit sogenannten Antinährstoffen vor Fressfeinden. Einige Pflanzenstoffe greifen den Darm direkt an, andere sind hingegen echte Gesundheitsbooster. Du musst nur wissen, worauf du achten musst. Nummer 9, Brokkoli. Brokkoli und Blumenkohl enthalten den Stoff Sulforaphan. Dieser Stoff aktiviert einen körpereigenen Schalter namens NRF2, der die Produktion eigener Antioxidantien wie das Enzym Katalase stark erhöht. Es ist wirksamer als jedes Vitamin C aus dem Supermarkt. Das Wichtigste beim Brokkoli, bitte auf keinen Fall kaputt kochen. Mein Praxistipp für die Zubereitung: Schneide ihn zuerst klein und lass ihn kurz vor dem Dämpfen liegen. Das ist der Trick, damit sich das wertvolle Sulforaphan optimal entfalten kann. Die komplette Bewertung von Brokkoli siehst du hier in der Einblendung und du merkst, abgesehen von Protein, liefert Brokkoli ein absolut rundes Bild ab. Nummer 10, Grünkohl. Laut Professor Frohböse ist Grünkohl ein echter Nährstoff-Champion. Er hat extrem wenig Kalorien, ist aber vollgepackt mit Antioxidantien und Nitraten, die deine Blutgefäße entspannen. Zudem füllt er dank seines Volumens deinen Magen, ohne das Kalorienkonto zu belasten. Und durch die vielen Ballaststoffe sendet dein Mikrobiom sogar direkte Sättigungssignale wie GLP-1 an dein Gehirn. Dr. Gundry beschreibt das sehr bildlich. Dein Mikrobiom schreibt deinem Gehirn praktisch Textnachrichten, sobald es satt ist. Alle 12 Kriterien zu Grünkohl siehst du in der Einblendung. Nummer 11, Avocado. Avocados gehören zu den wenigen Früchten, die frei von schädlichen Lektinen sind. Zudem enthalten sie wertvolle Ölsäure, welche die Aufnahme fettlöslicher Vitamine aus dem restlichen Gemüse auf deinem Teller massiv verbessert. Dr. Stan Ekberg ergänzt hier noch einen genialen Punkt. Avocados aktivieren über den sogenannten PPAR-Alpha-Signalweg gezielt deine Fettverbrennung. Und ganz nebenbei liefern sie dir deutlich mehr Kalium als eine Banane. Die komplette Bewertung findest du wieder in der Einblendung und siehst, dass abgesehen vom Proteingehalt alles rund bei der Avocado ist. Nummer 12, Pilze. Pilze wie Champignons füttern dein Mikrobiom mit Beta-Glucan und Dr. Rhonda Patrick bestätigt zusätzlich eine präbiotische Wirkung. Für einen Extra-Kick fürs Gehirn lohnt sich auch ein Blick auf Lion's Mane, in Deutsch Igelstachelbart, den es mittlerweile auch hierzulande zu kaufen gibt. Er regt nachweislich die Bildung von BDNF an, einem Wachstumsfaktor für deine Nervenzellen. Eine Warnung dazu: Isst Pilze niemals roh, auch nicht im Salat, denn rohe Zuchtpilze wie Champignons enthalten Toxine, die erst durch Kochen oder Anbraten zerstört werden. Die Bewertungsmatrix zeigt, wie Champignons bei allen 12 Kriterien abschneiden. Kommen wir zu den Fetten, bei denen sich Qualität und Zubereitung extrem unterscheiden. Fett hat jahrzehntelang einen schlechten Ruf gehabt, dabei kommt es fast ausschließlich auf die Quelle an. Zwischen einem kaltgepressten Olivenöl und einem industriellen Sonnenblumenöl liegen Welten. Zum Beispiel hat Sonnenblumenöl ein Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis von, aufgepasst, 120:1 und Olivenöl von 10:1. Nummer 13, natives Olivenöl extra. Laut Dr. Gundry ist Olivenöl keine Zutat, sondern pure Medizin. Es liefert Oleokanthal, ein Stoff, der Entzündungsbotenstoffe blockiert, ähnlich wie ein leichtes Schmerzmittel. Die Wissenschaft ist sich hier einig, was auch die riesige Predimed-Studie gezeigt hat. Olivenöl schützt deine Blutgefäße, dein Gehirn und senkt das kardiovaskuläre Risiko. Wie du siehst, zeigt die Matrix bei Olivenöl ein sehr solides Bild.
Ganz im Gegensatz zu Sonnenblumenöl und Rapsöl. Nummer 14, Walnüsse. Walnüsse liefern pflanzliches Omega-3 in Form von ALA. Allerdings muss dein Körper das erst in die aktiven Formen EPA und DHA umwandeln. Die Details zu Walnüssen siehst du in der Einblendung mit allen 12 Kriterien in der Matrix. Empfehlen kann ich aber auch Macadamianüsse, was meine Lieblingsnüsse sind. Nummer 15, Paranüsse. Sie sind ungeschlagen, wenn es um Selen geht, der Stoff, der auch beim Lachs das giftige Quecksilber neutralisiert. Schon 1 bis 2 Paranüsse täglich reichen für deinen kompletten Bedarf an Selen völlig aus. Mehr bringt dir nichts und kann auf Dauer sogar nach hinten losgehen. Ein Detail am Rande: Durch ihre extrem tiefen Wurzeln nehmen sie Radium auf und sind damit eines der radioaktivsten Lebensmittel der Welt. Aber keine Panik, bei der normalen Menge geht das im Alltag komplett unter und ist harmlos. Wie die Nuss insgesamt abschneidet, zeigt dir die Einblendung vollständig. Nummer 16, Pistazien. Pistazien haben einen cleveren eingebauten Trick. Du musst sie aus der Schale pulen. Das bremst automatisch dein Esstempo und verhindert, dass du kiloweise davon isst, wobei ich schon beim Schälen ziemlich schnell geworden bin. Sogar die dünne Innenhaut ist wertvoll. Sie steckt voller Polyphenole, die viele beim Schälen achtlos wegwerfen. Wie Pistazien bei allen 12 Kriterien abschneiden, siehst du in der Einblendung. Übrigens gilt bei vielen Nussarten: Antinährstoffe lassen sich leicht reduzieren. Einfach über Nacht einweichen oder kurz rösten und die Stoffe, die deine Verdauung belasten, sind verschwunden. Und alle, für die bisher nichts Leckeres dabei war, können jetzt aufatmen. Es folgen noch 2 Lebensmittel, über die du dich freuen kannst. Gesunde Ernährung heißt nicht, auf alles verzichten zu müssen. Diese 2 Lebensmittel zeigen, dass du dir bei der richtigen Dosis auch mal etwas gönnen darfst. Nummer 17, dunkle Schokolade. Bei dunkler Schokolade entspannen die Flavonoide über Stickstoffmonoxid deine Blutgefäße, was richtig gut für den Blutdruck ist. Wichtig dabei: hier bei der Auswahl lieber direkt auf 85% Kakaoanteil hoch. Die 70% Varianten verstecken meistens noch zu viel Zucker. Auch hier gilt natürlich, die Dosis macht das Gift. 10 bis 20 Gramm am Tag reichen völlig aus. Wenn dir solche Tipps weiterhelfen, abonniere jetzt gerne kostenlos den Kanal. Wie dunkle Schokolade in der Gesamtbewertung abschneidet, zeigt dir jetzt die Einblendung anhand der definierten Kriterien. Nummer 18, Kaffee. Kaffee ist mehr als nur ein Wachmacher. Laut Professor Michalsen kurbelt er die Autophagie an, also das zelluläre Recyclingprogramm deines Körpers. Sein Limit: maximal 6 Tassen am Tag. Dr. Wubbely setzt noch einen drauf: regelmäßiger Kaffeekonsum senkt statistisch sogar die Sterblichkeit. Wichtig: trink ihn schwarz, so nimmst du die wertvollen Pflanzenstoffe viel besser auf. Meine eiserne Regel fürs Timing: den ersten Kaffee frühestens 90 Minuten nach dem Aufstehen. Und ganz wichtig für alle, die, wie ich, nachts manchmal raus müssen: spätestens 10 Stunden vor dem Schlafen ist Schluss, sonst reißt sich der Harndrang aus dem Tiefschlaf. Warum genau dieses Timing entscheidet und wie die optimale Zubereitung aussieht, zeige ich dir in meinem Video zum Thema Kaffee, das ich dir hier verlinke. Hier ist noch die Matrix mit den 12 Kriterien für Kaffee, in der du siehst, dass Kaffee eine solide Figur macht. Zum Schluss kommen wir jetzt noch zu 2 Lebensmitteln, bei denen einzig die Jahreszeit darüber entscheidet, ob sie gut oder schlecht für dich sind. Nummer 19, Wildheidelbeeren. Dr. Ekberg erklärt einen cleveren Mechanismus bei Blaubeeren. Die enthaltenen Anthocyane werden im Dünndarm absichtlich kaum aufgenommen. Stattdessen wandern sie weiter in den Dickdarm und füttern dort gezielt das nützliche Bakterium Akkermansia, das wiederum deine Darmschleimhaut stärkt. Professor Michalsen macht einen entscheidenden Unterschied zwischen Wildheidelbeeren und den Zuchtbeeren aus dem Supermarkt. Die Zuchtversionen sind oft innen weiß statt blau und enthalten deutlich weniger wertvolle Inhaltsstoffe als ihre wilden Verwandten. Wilde Beeren wachsen genau dort und genau dann, wo die Natur sie vorgesehen hat. Gezüchtete Beeren werden auf Größe und Aussehen optimiert, nicht auf Nährstoffgehalt. Wenn du jemanden kennst, dem das hier helfen könnte, teile dieses Video mit genau dieser Person. Die volle Bewertung von Wildheidelbeeren siehst du jetzt eingeblendet mit allen 12 Kriterien. Nummer 20, unser letztes Lebensmittel: rote Beete. Rote Beete punktet mit einer enormen Menge an Nitraten. Dein Körper wandelt diese in Stickstoffmonoxid um, das deine Blutgefäße erweitert und nachweislich den Blutdruck senkt. Zusätzlich liefert rote Beete Betalaine, das sind starke Antioxidantien, die der Wurzel ihre tiefrote Farbe geben. Auch hier zeigt dir die Einblendung die Bewertung nach allen 12 Kriterien. Beide Beispiele zeigen: Verfügbarkeit das ganze Jahr über ist kein Qualitätsmerkmal, es ist oft genau das Gegenteil. Wenn du dieses Video in der YouTube-App schaust, nutze jetzt die Hype-Funktion unter dem Video. Es ist wie ein Super-Like und hilft, dass dieses Video mehr Menschen erreicht, die ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen möchten. Schauen wir doch mal auf alle 20 Lebensmittel im Überblick.
1 grasgefüttertes Rindfleisch, 2 Leber vom Rind, 3 Eier, aber das ganze Ei, 4 Wildlachs, 5 Dorschleber, 6 Sauerkraut und Kimchi, 7 Joghurt und Kefir, immer die Vollfettvariante, 8 Hüttenkäse, 9 Brokkoli, 10 Grünkohl, 11 Avocado, 12 Pilze wie Champignons, immer gekocht oder gebraten, 13 natives Olivenöl extra, 14 Walnüsse oder Macadamianüsse, das ist meine Lieblingsnuss, 15 Paranüsse, 16 Pistazien, 17 dunkle Schokolade ab 70% Kakaoanteil oder noch besser 85%, 18 Kaffee, am besten schwarz, 19 Wildheidelbeeren und 20 rote Beete. Bei jedem einzelnen Lebensmittel hilft dir derselbe Filter. Hat die Natur das so für uns vorgesehen? Halte dich an 2 bis maximal 3 Mahlzeiten am Tag, ganz ohne Snacks dazwischen. Wenn du dich wenig bewegst, halte deine Kohlenhydrate unter 10% deiner Kalorien. Bewegst du dich viel, darfst du dir mehr davon erlauben, wie ich auch in meinem Video zum Thema Kohlenhydrate anhand des Kofferprinzips erkläre, das ich dir hier verlinke. Und bei jedem Griff ins Regal zählt eine einzige Frage: Wie weit ist das hier von seinem natürlichen Ursprung entfernt? Das war meine ehrliche und hoffentlich neutrale und nachvollziehbare Bewertung von 20 Lebensmitteln. Falls dir dieses Video weitergeholfen hat, freue ich mich, wenn du den Kanal kostenlos abonnierst, damit du nichts mehr verpasst, da ich jede Woche ein neues Video bringe. Wenn du immer als Erster wissen möchtest, welche Videos als nächstes kommen und mitbestimmen möchtest, welche Themen, welcher Titel und welches Vorschaubild es werden, dann komm in meinen Telegram-Kanal. Ich poste dort Abstimmungen und du hast direkten Einfluss auf den Kanal. Wie immer möchte ich mein Video mit einem Zitat zum Nachdenken beenden. Die Natur betrügt uns nie. Wir sind es immer, die wir uns selbst betrügen. Jean-Jacques Rousseau. Bleib kritisch, bleib gesund und fang an. Peace out.